Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zur Folge 111, also schöne Schnapszahl 111, passend zur Faschingszeit von Reptil-TV. Hier mein Intro-Tierchen. Mir als altem Riesenschlangen-Fan geht da total das Herz auf. Das ist eine Madagaskar-Hundskopfboa, Sansinia madagascariensis. Also für mich traumhaft schöne Tiere. Gibt es ja verschiedene Formen, Farben, verschiedene Verbreitungsgebiete. Das hier die grüne Phase. Das ist eigentlich so mit die schönsten, diese grünen. Das Interessante oder das Spannende an diesen Sansinias ist, dass einfach die so gut wie niemand züchtet in der Terroristik. Also nach wie vor ist das ein Tier, was einfach niemand schafft zu züchten. Ich kann nicht mal genau sagen, wieso. Es gibt immer wieder Tricks, ja, Nachtabkühlung und richtige Abkühlung und Winterruhe und dies, das, jenes. Aber egal, was man probiert, die paaren sich zwar, aber letztendlich kommt dann doch nichts dabei raus. Also meines Wissens gibt es so gut wie niemand, es gibt niemand, weiß es nicht, in Europa, der wirklich regelmäßig diese Sansinia madagascariensis züchtet. Wenn ihr jemand wisst, dürft ihr es mir gerne mailen, aber aus nach meinem Wissen sind es ab und zu mal ein paar Zufallsnachzuchten. So ist vielleicht auch diese entstanden hier. Und was man natürlich auch sagen muss, also wo ich mit der Terroristik angefangen habe, so vor 20, 30 Jahren, da wurden die regelmäßig von Madagaskar geschmuggelt nach Europa oder auch in die USA. Irgendwann haben sie in den USA da mal einen Knast gesperrt für, ich glaube, 2, 3 Jahre. Das war ein Deutscher, der die dann in die USA geschmuggelt hat. Dort ist er gleich mal, wie gesagt, wirklich richtig verknackt worden, war jahrelang dort im Gefängnis. Dann hat es mit der Schmugglerei, ich sage jetzt auch mal zum Glück, also es tat mir für den natürlich leid, weil es auch ein junger Kerl war, aber zum Glück hat die Schmugglerei dann nachgelassen oder aufgehört. Da gab es mal eine sogenannte Bayern Connection, die diese Sansinias scheinbar auch in großen Mengen reingeschmuggelt hat. Das ist zum Glück alles vorbei. Die Konsequenz daraus ist, dass es ein total seltenes, rares Terrarientier geworden ist. Und ich hoffe einfach, dass die nächsten Jahre vielleicht doch irgendjemand auf den Trick kommt, wie man diese wunderschönen Tiere züchten kann. Jetzt kommen wir aber nach meinem endlos langen Intro, kommen wir jetzt zum richtigen Thema der heutigen Folge. Das habe ich hier auf der Hand. Wie auch der Titel schon sagt, Krokodile im Wohnzimmer, das soll auch unser Thema heute sein. Ich möchte euch zeigen, dass Krokodile als Terrarientiere sehr ungewöhnlich sind. Definitiv nicht für jeden Terrarianer geeignet. Ne? Also der Student in seiner Studentenbude, der wird sich ein bisschen schwer tun. Aber es gibt auch genug Terrarianer, die die Möglichkeit haben, den Platz haben, auch Krokodile zu halten. Eher die etwas kleineren Arten natürlich, zu denen kommen wir nachher. Aber für die Leute, die mich schon länger kennen oder die Reptil-TV schon lange kennen, jetzt kommt hier wieder mein altes Beispiel, die Modelleisenbahn. Es gibt genug, speziell auch Deutsche vielleicht, die daheim im Keller eine riesen Modelleisenbahn haben, den ganzen Kellerraum voll mit Modelleisenbahn. Da sagt ja auch keiner, so ein Spinner, was hat ja den ganzen, oder wie kann man so blöd sein, sich so eine riesen Modelleisenbahn zu halten. Ich sehe es ein bisschen ähnlich mit Krokodilen oder anderen Großechsen oder Schlangen. Wenn man das will, wenn man den Faible dafür hat, wenn man sich finanziell vielleicht auch leisten kann, dann kann man sich auch relativ große Terrarientiere leisten und kann sich eben eine große Krokodilanlage in Hobbyraum, in den Keller, in ein extra Zimmer oder selbst auch ins Wohnzimmer bauen. Das ist durchaus möglich und das ist unser Thema heute. Darüber möchte ich euch ein bisschen was zeigen. Der hübsche Weiße gerade eben ist natürlich weniger geeignet als Terrarientier. Das war ein Mississippi-Alligator oder Albino-Mississippi-Alligator. Der war farblich geeignet für für das Intro sozusagen. Jetzt kommen wir hier eher zu den geeigneten Arten für die Terroristik. Ne? Also wie gesagt, Mississippi-Alligatoren oder die groß werdenden Arten, die sind vielleicht wirklich was für Zoos oder für Zuchten. Ganz schwer, sich zu Hause zu halten, obwohl die recht zahm wären und so weiter. Aber trotz alledem einfach definitiv zu groß. Aber es gibt kleine Arten. Hier habe ich jetzt so einen Glattstirnkaiman, Paleosuchus palpebrosus. Die werden 1,30 Meter, 1,40 Meter.
mit Schwanz, ne? Also Körpergröße so 50 cm ungefähr. Das sind die kleinsten Krokodilarten, wo es gibt, Paleosuchus palpeprosus. Dann gibt es den Paleosuchus trigonatus. Also das eine ist der Glattstirn, Breitkopf, Glattstirnkaiman und das andere ist der Keilkopf, Glattstirnkaiman oder sowas auf Deutsch. Keine Ahnung, auch ganz schwer optisch zu unterscheiden. Ich behaupte mal, fast niemand kann die, also hier anhand der Hinterhaupthöcker kann man es wohl unterscheiden, was ist. Aber wirklich ganz schwer. Also insgesamt sind es die Glattstirnkaimane, sind die kleinsten Krokodile, wo es gibt. Dann gibt es noch das Stumpfkrokodil. Wenn ihr euch an die Afrika-Folge erinnert, vor 2, 3 Jahren haben wir in Afrika mal das Stumpfkrokodil gesucht und gefunden. Hatte ich dann am Schluss eins auf der Hand. Das war auch ein ausgewachsenes Tier. Die Stumpfkrokodile werden vielleicht, also nochmal einen Ticken größer, aber so circa 1,50 Meter vielleicht. Die großen Exemplare. Die sind nochmal eine kleine Nummer größer. Dann die Brillenkaimane, die sind schon so hart an der Grenze, würde ich sagen. Also so ein Brillenkaiman gibt es ja auch zig verschiedene Unterarten. Jacare wird meines Wissens relativ groß. Crocodilus, glaube ich, wird auch relativ groß. Müssen wir mal auseinanderdröseln. Es gibt Arten, die da ein bisschen kleiner bleiben, oder Unterarten, nicht Arten, Unterarten vom Kaiman Crocodilus. Aber die meisten werden schon zwischen 1,50 Meter bis 2 Meter. Und das ist dann schon wirklich grenzwertig für die Terraristik, oder beziehungsweise das ist einfach das, da kommen wir mit dem Platzangebot wahrscheinlich an unsere Grenzen beim Brillenkaiman. Ne? Die sind preislich, waren die früher, jetzt sage ich mal, leider relativ billig zu bekommen. Manche Leute haben es dann auch wegen unbedarft gekauft. Sie werden auch relativ schön zahm, das ist das Schöne dran. Aber wie gesagt, von der Größe, ja, wie gesagt, hart an der Grenze, dass man sagen kann, ich kann sie in der Terroristik noch halten. Und alles drüber raus ist dann, denke ich, eine Sache für öffentliche Einrichtungen, Zoos, Zuchtanstalten und so weiter. Kommen wir zu den Haltungsrichtlinien bzw. Haltung generell. Ist leider deutschlandweit nicht einheitlich geregelt. Es gibt Bundesländer bzw. es gibt Landkreise, glaube ich, sind sogar, beziehungsweise Regierungsbezirke, nicht Landkreise. Da ist die Haltung verboten, gilt als gefährliche Tiere. Wenn ihr da wohnt, habt ihr leider Pech gehabt, könnt ihr es vergessen mit den Krokodilen. Ist einfach definitiv nicht erlaubt, beziehungsweise gibt wohl Ausnahmegenehmigungen, aber die zu bekommen wird sehr schwierig sein, wenn ihr nicht wirklich einen triftigen Grund habt oder eure Biologie-Doktorarbeit oder Veterinärarbeit über Krokodile schreibt. Dann wird es ganz schwierig. Zum Glück in vielen Bundesländern, so auch bei uns hier in Baden-Württemberg, in vielen anderen Bundesländern beziehungsweise auch international, ist die Haltung nach wie vor möglich und ist erlaubt. In Deutschland gibt es ja die Haltungsrichtlinien, wie groß die Behälter sein müssen. Die Haltungsrichtlinien nach dem Gutachten vom Bundesamt sagt Landteil 4×3 Kopfrumpflänge. Ja, 4×3 Kopfrumpflänge und Wasserteil 5×4. Jetzt habe ich extra mal hier Krokodil und Meterstab zur Hand. Hoppala. Also der hier hat Kopfrumpflänge 12 cm. Das heißt Landteil 4×12 sind wir bei 48, 3×12 36. Also rund 50×40 cm für den Landteil. Und den Wasserteil 5×4, sprich 60 mal ca. 60×50 Wasserteil für so ein Jungtier bzw. Baby. Das ist natürlich eine absolut überschaubare Größe. Habt ihr ein Tier, sagen wir mal so ein Paleosuchus, adult, geschlechtsreif, hat Kopfrumpflänge ca. 40 bis 50 cm, sagen wir mal 50 cm. Landteil wären da 2 Meter mal 1,50 Meter, Wasserteil 2,50 Meter mal 2 Meter. Auch noch eine relativ überschaubare Größe. Also ihr seht, so ein Paleosuchus lässt sich auch gemäß den Richtlinien oder den Richtlinien vom Bundesamt, lässt er sich auf einer Fläche von, was sind es jetzt überschlagen, 6 Quadratmeter, 8 Quadratmeter, lässt er sich gut halten. Wobei natürlich nach oben hin keine Grenzen gesetzt sind. Ihr könnt das ganze Ding definitiv auch größer machen oder macht es lieber größer. Aber das sind so die Haltungsrichtlinien, wie wir hier vorgeschrieben bekommen, wie wir die Tiere zu halten haben.
Dann kommen wir jetzt zur Haltung von Jungtieren. Also ich möchte es jetzt in zwei Sachen unterteilen, gliedern. Hier seht ihr das tolle Jungtierterrarium für Krokodile. Jetzt wird sich jeder sagen, ey, was für ein primitives Ding ist denn das hier? Meine Empfehlung an euch, das ist wirklich auch wegen so die Kernaussage hier, haltet vor allem bei Jungtieren oder da kann man es noch primitiv halten, macht es da einigermaßen primitiv. Weil ganz wichtig ist die Hygiene, oder Hygiene heißt auch das Wasser. Das Wasser muss sauber sein, muss hygienisch sein. Die Tiere trinken ja das Wasser, indem sie baden, beziehungsweise das Wasser, wo sie reinkacken. Das trinken die ja auch. Es bringt nichts, wenn ich ein wahnsinns tolles Terrarium mache mit tollem Wasserteil und weiß der Herrgott was, aber ich das Wasser nicht richtig sauber halten kann. Also ich komme nachher noch dazu, betreffs Filter und sonstigem. Die einfachste Methode, ein Wasser sauber zu halten, ist, ich mache es rein und schütze es alle 2 Tage aus und mache es frisch rein. Dann ist das Wasser immer sauber, dann ist das frisch, dann können die das trinken. Ihr werdet sehen, ihr habt keinerlei Probleme mit den Tieren. Ich wüsste nicht, ob jemals, ich glaube, bei uns ist noch nie ein Krokodiljungtier gestorben. Und ich führe es wirklich auf die Hygiene zurück und auf das saubere Wasser. Ganz wichtiger Punkt. Deswegen eignen sich solche relativ primitiven Hasenställe oder sowas dazu. Also unten eine Wanne, die mache ich mit Wasser voll. Dann habe ich hier einen Landteil. In dem Fall habe ich hier einfach so eine Wasserschale umgekippt reingestellt als Beispiel. Oder man kann auch hier so ein Versteck nehmen. Das Gute noch, oder als kleiner Trick irgendwas, also auch bei dieser Wasserschale, eine Ecke raussägen. Dann können die Tiere auch unten reingehen. Dann haben sie ein tolles dunkles Versteck, was die auch wahnsinnig mögen, wo sie sich schön verkriechen können. Sie haben natürlich ihren Wasserteil, wo sie baden können oder in dem sie sich auch die meiste Zeit aufhalten. Und sie haben ihren Landteil, ne? In dem Fall jetzt hier drauf, beziehungsweise hier drin, dieser Stein, diese Wasserschale ist der Landteil. Der ist auch absolut wichtig. Und das Ganze dann hier mit so einer Wärme- und UV-Lampe versehen. Also auch die UV-Beleuchtung bei den Krokodilen natürlich ganz wichtig, wie bei allen Echsen. Macht ein richtig gutes UV-Licht drüber, entweder so HQI oder HWL. Also einen richtig starken Strahler. Das hier sind jetzt 100 Watt für die Größe richtig, beziehungsweise man könnte sogar schon 160 Watt nehmen. Als Sonnenplatz, als UV-Beleuchtung. Und auch um die ganze Sache zu wärmen, also auch das Wasser. Ich tue das Wasser oder wir tun das nicht extra beheizen. Wir machen warmes Wasser rein, wirklich sehr warmes sogar. Wir machen bestimmt mindestens 30, 35 Grad warmes Wasser rein. Die Tiere lieben das. Man merkt es, wenn man frisches Wasser reinmacht, man setzt sie rein. Man merkt, dass die dieses warme Wasser lieben. Das kühlt sich langsam ein bisschen ab, bis auf Raumtemperatur. Wir haben natürlich diese Anlagen in warmen, beheizten Räumen stehen. Wenn ihr es jetzt wirklich, jetzt sage ich mal, im kühlen Wohnzimmer habt, dann müsst ihr natürlich die Lampen umso stärker wählen. Ne? Also habe ich einen warmen Raum, tut es mir hier die 100 Watt Lampe als Wärmeplatz. Habe ich ein Wohnzimmer mit 22 Grad, würde ich vielleicht sogar zweimal 100 bis 160 Watt hier drüber machen. Das ist wirklich in dem Bereich, wie gesagt, Sonnenplatz vielleicht 40 Grad hat. Das Wasser kühlt sich dann ab auf zwischen 25 und 30 Grad. Und dann habe ich das perfekte Krokodilterrarium für Jungtiere. Nochmal deutlich zu dem Wasserteil, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht kam es, oder ich habe die Befürchtung, es kam nicht ganz klar rüber. Diese große Wanne, die wir hier gerade gesehen oder die wir hier sehen, eben wir tun die Wanne komplett auskippen, also wir gehen damit über die Toilette oder übers Waschbecken, wo immer ihr wollt, kippt das alte Wasser aus, spült die Wanne aus und macht frisches Wasser rein. Ne? Also wie gesagt, ein wirklich wichtiger Punkt. Ich habe seit 30 Jahren halte ich Krokodile. Macht nicht irgendwelche Spirenzchen mit Wasser ansaugen, absaugen oder jetzt hier geht gerade die Lampe aus, das ist, weil wir sie ein- und ausgeschaltet haben, blöderweise, macht aber nichts. Macht keine Spirenzchen mit, ich saug das Wasser ab und lass frisches ein oder sowas. Das macht er die ersten 5 Mal und dann verschluckt er euch und dann schluckt er hier 1 Liter Krokodilwasser. Alles Käse. Das muss so primitiv wie möglich sein. Ihr müsst echt einfach ausleeren können, frisches Wasser reinlaufen lassen. Dann seid ihr sicher, dass er das auch wirklich jeden 2. Tag macht oder sowas. Ne? Also keine Experimente mit tollen, fancy Wasserteilen, die einfach nicht zu wechseln sind.
Irgendwann wird es natürlich zu klein, nach wenigen Jahren. Und dann braucht ihr eine große Krokodilanlage und die zeige ich euch jetzt. Die ist dann natürlich mit Filter, mit allem Möglichen, weil da ist nichts mehr mit Ausleeren. Und jetzt gucken wir uns das Ganze in groß an. Kommen wir jetzt hier zu der großen Krokodilanlage. Hier unten sitzt mein Charlie. Ist ein Breitschnauzenkaiman. Den habe ich vor 25 Jahren oder noch länger vom Dr. Brock. Die Insider oder die Krokodilterrarianer kennen den Dr. Brock. Das war der Krokodilpapst in Deutschland. Der hat mir mal hier diesen Charlie, den Breitschnauzenkaiman, überlassen vor 25 Jahren. Ist, ich würde sagen, fast zu groß für Privathaushalte. Ne? Der hat jetzt gut 2 Meter, also Kopfrumpflänge sicherlich ja, einen guten Meter. Denke ich, den Platz, den wir jetzt hier sehen, das kann wahrscheinlich kaum jemand zu Hause machen. Wie gesagt, von der Art her, Kaiman latirostris, sicherlich eine Art, die sich als Terrarientier schon fast nicht mehr eignet. Nichtsdestotrotz können wir anhand dieser Anlage ganz gut erklären, wie man eine große Krokodilanlage baut. Das Ganze ist mit Teichfolie gemacht, also unter diesen Granitplatten, die ihr hier seht, ist eine Teichfolie unten drunter. Da müsst ihr natürlich absolut aufpassen, dass da kein Loch, kein Nix drin ist. Also ich habe die Teichfolie reingemacht, die Ränder hoch, habe es mit dann diese Granitplatten unten ausgelegt, die Wände ausgelegt. Somit ist die Teichfolie für alle Ewigkeit geschützt. Wie gesagt, ganz wichtiger Punkt, macht kein Loch in die Teichfolie, wenn ihr dann das Ding alles so gemacht habt. Das kostet etliches an Geld und ihr merkt hinterher, oh, ups, da ist ein Loch drin, dann habt ihr natürlich ein ernsthaftes Problem. Ich persönlich mag die Teichfolien-Variante. Ich habe ganz früher mal die Anlage davor habe ich mit Epoxidharz gemacht. Dieses Epoxidharz ist doch relativ giftig. Da müsst ihr wirklich ganz vorsichtig sein oder müsst ewig lang ausdampfen, ausgasen lassen. Das gast aus, tut dann das Wasser vergiften. Ja, und wie gesagt, die Tiere trinken ja das Wasser. Also Epoxidharz ganz giftig. Ich bin ein Freund von Teichfolie, schwöre auf Teichfolie. Von der Gestaltung her, das Ganze ist ja ein einziger Wasserteil und ich habe das so gelöst, dass ich den Landteil übers Wasserteil gemacht habe. Dadurch habe ich noch größere Wasserfläche zur Verfügung, sei es aufgrund der Haltungsrichtlinien, beziehungsweise umso mehr Wasser, umso toller. Das Tier kann sich unten drunter verstecken, was er auch macht. Oder zum Beispiel, wenn hier Publikumsverkehr ist, hier im Geschäft, viele wundern sich so nach dem Motto, das Krokodil ist weg oder wo ist Krokodil, dann hockt er einfach da unten im Schatten, ähnlich wie in der Natur, tun sie sich ja auch unter irgendwelchen Pflanzen verstecken. Das kann er hier auch schön machen. Ansonsten liegt er auch viel auf dem Landteil. Hinten auf der Fensterbank, die ihr seht, da scheint zum Teil die Sonne rein. Da liegt er drauf, sonstig, wenn die Sonne reinscheint. Das ist so ein wenig mit sein Lieblingsplätzchen. Gleichzeitig für mich ganz gut, da das Fenster brauche ich nicht vergittern, da habe ich gleich gegen Einbrecher eine gute Alarmanlage. Also das ist so ein wenig das größte oder eins der zugänglichsten Fenster hier. Aber glaube ich, muss ich mir nie Sorgen machen, dass durch dieses Fenster jemand einbricht, weil da liegt 2 Meter Krokodil davor. Ansonsten, beheizt ist das Ganze über die Zentralheizung. Es laufen Kupferrohre, die haben wir, bevor ich die Teichfolie ausgelegt habe, habe ich das Ganze mit Kupferrohren unten drunter ausgelegt. Also somit ist das Ganze über die Zentralheizung beheizt, heizt dann das Wasser mit auf und natürlich entsprechend auch den Landteil. Und das ist eigentlich so die Grundtechnik. Ansonsten hier ein bisschen Grünzeug als Dekoration einfach, damit es schön aussieht. Also das ist dem relativ wurscht. Wir machen es einfach rein, damit sieht einfach schön aus, wenn ein bisschen Grün drin ist. Ich glaube, das wäre dem Charlie relativ wurscht. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr so eine große Krokodilanlage baut, jetzt in meinem Fall, ich kann es euch gleich zeigen, wenn ich ins Terrarium reingehe und irgendwas sauber machen will, dann verkriecht er sich unten drunter. Und er kann ja nicht vom Wasser auf das Landteil, also er schafft es nicht hier hoch zu steigen.
Das heißt, wenn ich da oben arbeite und er ist unten drunter, bin ich sicher, weil er müsste erst die Schräge hochlaufen, um mich anzugreifen oder mit mir was zu tun. Und in der Zeit kann ich hier wieder abhauen über meinen Einstieg. Ja. Das ist so mein Mechanismus, Land-Wasserteil getrennt. Das geht in dem Fall gut, wenn er drunter ist. Wenn ihr eine Anlage nebeneinander habt, Land- und Wasserteil nebeneinander, dann müsst ihr irgendwie einen Schieber einbauen. Ihr müsst das ganze Ding mit einem Schieber abtrennen können, damit ihr entweder den Landteil reinigen könnt, wenn er im Wasser ist, oder den Wasserteil reinigen, wenn er auf Land ist. Ne? Da müsst ihr über so einen Schieber arbeiten. Wie gesagt, in dem Fall nicht. Da habe ich die Sicherheit, wenn er drunter ist, bin ich auch auf der sicheren Seite. Noch ganz kurz zum Filter. Ihr seht, da oben kommt das Wasser rein an dem gelben Schlauch. An der gleichen Stelle, ungefähr 1 Meter tiefer, ist der Ablaufkanal. Da läuft das Wasser raus. Ich zeige euch nachher die Filtertechnik noch. Also unterhalb, wo es hier wieder reinläuft, läuft das Wasser ab, geht durch den Filter und wird hier oben wieder reingepumpt. So ist ein permanenter Wasseraustausch da, der natürlich bei so einem großen Becken absolut wichtig ist. So ein großes Becken muss ich filtern, da muss ich einen ständigen Wasseraustausch haben, muss auch ein plätscherndes Wasser haben, damit ein bisschen Sauerstoff hier in das Wasser reinkommt und es nicht umkippt. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Dann zeige ich euch hier die Filtertechnik, die ich verwende oder wie ich es mache. Ich muss dazu sagen, das ist in meinem Terrarianerleben die 3. große Krokodilanlage, die ich gebaut habe. Und ich behaupte mal, es wird immer besser. Wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ihr müsst hier wirklich richtig große Maßstäbe ansetzen für diese Filter. Also es bringt nichts, irgend so einen kleinen Aquarien oder selbst auch Teichfilter zu machen. Das Krokodil, der kotet einmal, dann ist das Ding zu und ihr könnt es vergessen. Vom Prinzip her, ich habe hier einen Ablauf, der kommt hier unten raus, geht hier in meine Filtertonne rein. Und in dem Filter selber sind diese Filtermatten vom Aquarium, ne, die kennt ihr ja bestimmt, das sind einfach diese blauen Filtermatten, die sind dazu da, den groben Schmutz rauszufiltern. Also was wir hier machen, ist wirklich, wir wollen hier groben Dreck rausfiltern, ne, den Kot von den Tieren wollen wir rausfiltern. Da sind 4 so Matten drin, die macht man von Zeit zu Zeit sauber. Da geht das Wasser von unten durch diese Filtermatten durch. Dahinter ist nochmal so ein Absperrbrett mit Löcher drin, also das ist einfach ein Brett mit Löcher. Da geht das Wasser durch und ganz hinten, ich kann es mal hochheben, ist einfach so eine einfache Pumpe, so eine Filterpumpe. Die tut das Wasser wieder, das gefilterte Wasser zieht die raus und pumpt es hier oben in die Anlage rein. Hier seht ihr den Schlauch, da geht das frische Wasser rein. Also eine ganz primitive Sache und ich glaube, der Gag dabei ist ein bisschen, also wie gesagt, die Pumpe tut das gefilterte Wasser zurückpumpen. Also die hat keine Belastung durch Dreck. Der Dreck kommt hier unten rein mechanisch. Wir sind hier auf Grundlevel von der Krokodilanlage, also die ist ja hier dahinter. Ne? Also das Wasser fließt hier einfach mechanisch rein in den Filter, fließt im Prinzip auch mechanisch durch die Filtermatten durch und das frische Wasser wird zurückgepumpt. Ja? Macht es nicht andersrum. Ihr könnt, wenn ihr versucht mit der Pumpe das Dreckwasser abzusaugen, werdet ihr merken, die Pumpe ist nach 2 Tagen immer zu. Ne? Also eine Pumpe nur verwenden, um frisches Wasser zurückzuführen. Und alles, was mit Dreckwasser zu tun hat, ihr seht auch hier diese richtig dicken Schläuche, da müsst ihr wirklich große Kaliber nehmen, dass wirklich jeder Kot, jeder Dreck hier durchfließt, so wenig Verbindungsstücke wie möglich. Ich habe hier ein T-Stück dran, hier geht nochmal ein Schlauch weg, der führt direkt in die Kanalisation, also da hinten ist so ein Toilettenablauf. Da mache ich hier auf, dann kann ich hier das Dreckwasser läuft dann ab. Wenn ich Wasser ablassen will, mache ich einfach hier das Ventil auf und kann das dreckige Wasser direkt in die Kanalisation lassen. So hat sich bei mir jetzt die letzten 20 Jahre bewährt. So ist es wirklich gut. Und wie gesagt, Regel Nummer 1, ihr müsst das Ding wirklich völlig überdimensionieren. Also glaubt nicht, mit irgendeinem kleinen Fischfilter, Teichfilter könnt ihr was ausrichten. Ihr müsst alles
ich würde fast mal sagen, 10-mal größer wie bei einem Aquarium verwenden, damit dieser Krokodilkot oder dieser Dreck, den die Tiere machen, überhaupt gefiltert werden kann. Eins der wichtigsten Utensilien bei großen Krokodilen ist so ein Besen oder ein Schrupper, ganz einfach, um die Tiere zu verscheuchen. Also wenn ich jetzt hier in die Anlage reingehe, muss ich ja gucken, wie gesagt, oder man muss sich einfach aus dem Weg gehen. Ne? Das Ganze ist einfach mit so einem Schrupper am leichtesten zu machen. Ich will ihn jetzt aber eigentlich nicht stören mit seiner Ratte im Maul, aber letztendlich meistens reicht es, wenn man ein bisschen anstupft. Wie gesagt, jeder hat seinen Platz. In dem Fall ist sein Platz jetzt hier unten drunter. Jetzt verreckt mir hier so ein bisschen der Trick, aber mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier hochgehe. Also normalerweise, wie gesagt, gehen wir uns aus dem Weg. Ich gehe da rein und er geht nach unten. Das ist jetzt wegen der Vorführeffekt, dass er das nicht will. Also und was wir hier ganz gut sehen, es gibt zahme Krokodile. Wenn ihr die von klein auf habt, dann sind die natürlich schön zahm. Den Charlie hier, den habe ich schon so groß gekriegt. Ja, da kann ich nachher noch ein wenig drauf zu sprechen kommen, der war schon so groß. Da ist nichts mehr mit Zähmen und zahm machen. Ja, ich glaube, jetzt kann ich aber drauf. Das Ding ist einfach, ich gehe jetzt noch einen Schritt hinter. Solange er mich nicht sieht, ist für ihn alles okay. Wie gesagt, der Gag und Trick dabei ist, er geht nach unten und ich bin hier oben safe und kann hier sauber machen, aufräumen, Scheiben putzen und so weiter. Und angenommen, er hat was dagegen und käme jetzt hier die Schräge hoch, dann habe ich hier meinen Besen dabei, mit dem ich ihm hoffentlich Herr werde. Das war zum Glück noch nie der Fall. Aber deswegen der Besen, das wichtige Instrument in der Krokodilhaltung. Dann kommen wir zur Fütterung. Hier diese kleinen Hübschen tun wir zum Teil noch mit Insekten füttern. Also hier so mittelgroße, subadulte Heuschrecken fressen die gut und gerne. Wenn er Heuschrecken gibt oder wenn er Insekten gibt, dann tut Mineralpräparat hinzufüttern, ne? Mineral D3-Präparat. Oder wir geben denen jetzt auch schon mittlerweile so Babymäuse hier. Die fressen sie auch locker, ne, in der Größe. Also nicht unterschätzen. Also bei den Kleinen, bei den Jungtieren kann man schon ordentlich große Futtertiere geben. Die tragen sie eine Weile spazieren oder schlenkern sie auch mal hin und her, aber das ist in dem Fall nicht sonderlich schlimm. Und da geben wir 3 bis 4 Mal die Woche eine so eine Babymaus oder 3 bis 4 Mal die Woche, sagen wir mal 2 so Heuschrecken. Entsprechend, wenn sie größer werden, streckt man das Ganze. Also ich würde sagen, im Wachstum könnt ihr schon alle, wenn sie ganz klein sind, alle 3 bis 4 Mal die Woche füttern. Wenn sie größer sind, 2 bis 3 Mal die Woche. Einen großen dann vielleicht noch einmal die Woche. Dann Tiere wie jetzt unser Charlie, der Winterruhe hat. Der kriegt im Winter auch 4, 6 Wochen lang gar nichts, wenn es kalt ist. Aber so standardmäßig füttern wir so einen großen einmal die Woche. Da kriegt er die Ratten, wo wir jetzt gesehen haben, da frisst er so 3, 4 so große Ratten einmal die Woche, reicht dem locker. Also es ist unglaublich, also gerade auch die großen Krokodile, wie wenig die fressen im Vergleich zu ihrem Körpervolumen, ne? Also die Jungtiere ruhig gut füttern, die dürfen schnell wachsen auch in der Natur wahrscheinlich relativ schnell. Die müssen schnell wachsen, damit sie hier aus diesem empfindlichen Alter rauskommen. Und dann bei den großen Tieren, wie bei den Schlangen auch, die Männchen
noch sparsamer halten. Die Weibchen, wenn ihr züchten wollt, wenn die Eier produzieren wollen, ein bisschen verstärkt füttern. Also ein zuchtfähiges Weibchen oder Weibchen, das züchten soll, vielleicht sogar 2-mal die Woche, gar 3-mal die Woche, aber ein Männchen alle 1-2 Wochen. Natürlich noch gegen Schluss der Hinweis bisschen, also Krokodile sind natürlich, sie werden groß, in der Größe ist das alles noch relativ human, überschaubar. Den großen Charlie oder so, der ist gefährlich, der kann gefährlich werden, der wird mich nicht töten können, aber der wird mir mich ernsthaft verletzen können. Das müsst ihr euch bewusst sein, auch schon wenn die eine Nummer kleiner haben, wenn die euch beißen, dann tut es gewaltig weh. Und wie gesagt, ihr habt unter Umständen eine schwere Verletzung oder sowas. Also ist natürlich definitiv kein Kinderspielzeug. Zum Beißen selber, bei den Kleinen ist noch einigermaßen human. Ich möchte es euch mal zeigen, wenn der mich beißt, wie es dann aussieht, was es für Pünktchen gibt. Also so ein kleines Selbstversuch, nicht um hier jetzt einen auf dicke Hose zu machen, sondern einfach, dass man es, also es ist nicht, um einfach zu zeigen, die Konsequenz, wenn der Kleine einbeißt. Jetzt hoffe ich auch, dass der Trick hier nicht verreckt. Ja doch, ja. Er beißt nicht ganz so beherzt wie der Kleine hier, den wir gerade gesehen haben. Das ist witzig, er macht's recht zaghaft. Die Stelle am Arm tut auch nicht ganz so weh. Ich muss zugeben, zum den Finger reinhalten bin ich zu feige. Finger tut weh, Unterarm ist human. Ja gut, aber ihr seht hier, das gibt so kleine Pünktchen. Ja. Also ja, er traut sich schon fast gar nicht. Für alle, die sich schon mal haben tätowieren lassen, so ein bisschen ähnliche Sache. In der Größe noch, wie gesagt, einigermaßen überschaubar. Finger tut weh. Machen wir doch mal vielleicht. Aua, ja. Also wir haben hier ein paar kleine Blutpünktchen, beziehungsweise der Finger ist jetzt nass, man sieht eigentlich fast gar nichts. Viele Krokodile werden super zahm, wenn man die von klein auf hat, von klein auf handelt. Würde ich euch auch empfehlen, weil wie jetzt unser Charlie, wenn der nicht zahm ist, nicht brav ist, ist es einfach viel schwieriger im Handling. Also von dem her würde ich euch empfehlen, wenn ihr so einen habt, guckt, dass er von klein auf regelmäßig hantiert. Später werdet ihr dankbar sein, dass ihr den handeln könnt, ohne dass was passiert. Aber wie gesagt, es ist ein wildes Tier, es ist kein Schmusetier. Natürlich in Verbindung mit Kindern, mit fremden Leuten aufpassen. Unterschätzt das Ganze nicht. Auch wenn das Tier brav ist, kann er natürlich doch mal beißen. Und dann, wie gesagt, bei großen Tieren tut es dann ernsthaft weh. Am Schluss probiere ich euch immer noch was über die Zucht zu berichten. Zucht- oder Farbvarianten. Farbvarianten haben wir sogar ein bisschen gesehen. Albino-Alligatoren. Also es gibt selbst bei den Alligatoren Farbvarianten. Albino, es gibt ganz schwarze, sehen auch hammermäßig aus. Es gibt Pieballs, aus USA, wie heißt der? Fällt mir gerade nicht ein. Hat früher mal Pieballs schon gehabt oder hat jetzt noch welche. Das gibt es tatsächlich. Züchten, die wenigsten von uns werden Krokodile generell irgendwann mal züchten, weil sie brauchen ewig lang, bis sie geschlechtsreif werden. Das ist ewig lang, also zwischen 6 und 10 Jahre sind die in der Regel geschlechtsreif. Man braucht natürlich ein großes Terrarium, wie wir gesehen haben, aber das braucht man auch für ein Tier wie für 2. Wenn ihr züchten wollt, der Wasserstand muss so hoch sein, dass das Männchen, beim Paaren bringt der Mann seinen Schwanz unter den Schwanz vom Weibchen. Also muss der Wasserstand so hoch sein, dass diese 2 Krokodilschwänze sozusagen gut ins Wasser passen. Ist das Wasser zu niedrig, funktioniert es rein anatomisch nicht zum Züchten. Ja, also das muss dann entsprechend hoch sein. Betreffs Wasserstand, was mir jetzt gerade noch siedend heiß einfällt, das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch nicht zu tief oder das Wasser nicht zu tief machen. Die Krokodile wollen gar kein so ein tiefes Wasser. Es sind eher Tiere, die wegen so im seichten Wasser sich in der Regel aufhalten. Man macht das Wasser auch bei den Jungtieren. Man macht das Wasser eigentlich nur so tief, dass sie mit den Hinterfüßen bequem stehen. Die Vorderfüße haben sie meistens vielleicht so mit den Zehenspitzen sozusagen auch schon fast am Boden und der Kopf guckt aus dem Wasser raus. Ne? Also wenn die im Wasser stehen, müssen die Vorderbeine
fast bis an den Grund oder sogar bis ganz an den Grund kommen oder fast, kann auch gleich ein Platz dabei sein, und die Hinterbeine müssen stehen können. Das ist so die bevorzugte Wasserposition eines Krokodils. Also so haltet ihr die Kleinen, so haltet ihr die Großen. Und wie gesagt, wenn ihr züchten wollt, so hoch, dass die Schwänze untereinander passen. Wie immer am Schluss der Verweis auf gute Literatur. Ich habe hier Krokodile vom Dr. Brock. Der Dr. Brock, ich hatte ihn vorher schon beim Charlie erwähnt, war der Krokodilpapst in Deutschland. Eigentlich von Beruf war er Zahnarzt, war aber Krokodilhalter, Züchter von Jugendbeinen an. Leider ist der Dr. Brock verstorben vor schon einigen Jahren. Aber wie gesagt, er war der deutsche Krokodilpapst, hat dieses tolle Buch geschrieben. Kann ich euch wirklich, also wenn ihr euch für die Krokodilhaltung interessiert, kann ich euch das Buch ans Herzen legen. Er wusste, wie man Krokodile züchtet, er wusste, wie man sie unterscheidet. Tolles Buch nach wie vor, mein Literaturtipp. Und dann habe ich noch eine, ich hoffe, schöne Überraschung für euch. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, die Krokodile verlieren ihre Zähne und die wachsen immer wieder nach. Ne? Also ganz toll, nicht wie bei uns, von wegen erste, zweite, dritte und dann ist vorbei. Die wachsen immer wieder nach bei den Krokodilen, die fallen raus, wachsen nach. Und so auch unser Charlie, der verliert regelmäßig seine Zähnchen. Die sammle ich dann in dem Wasser als ein, die sieht man dann da drin liegen. Und da habe ich euch bei der letzten Reinigung habe ich hier 4 Stück für euch gesammelt. Die würde ich gerne, möchte ich 4 von euch schenken, und um herauszufinden, welche 4 diese Zähne kriegen. Ich weiß ja gar nicht, wer sie haben will, aber ich denke mir, ist ja ganz schön, mal so einen echten Krokodilzahn, zudem von einem Terrarienkrokodil. Tut hier auf YouTube, schreibt euren Kommentar, wieso ihr einen Krokodilzahn haben wollt. Ja, schreibt in den Kommentar rein mit eurem Namen. Gebt uns bitte auch noch einen Daumen hoch und abonniert unseren YouTube-Channel. Ne? Also tut ein bisschen was für uns, dann tun wir was für euch. Dann werden wir werden die 4 tollsten Kommentare kriegen dann jeweils einen Krokodilzahn. Beziehungsweise wir haben gesagt, wir losen es aus, genau um es gerecht zu machen. Es wird ausgelost von allen Kommentaren. 4 Leute kriegen hier so ein Krokodilzähnchen von uns zugeschickt. Wir benachrichtigen dann euch. Das Ganze bis 28. Februar 2018 als Deadline. Ne? Wir müssen ja die Deadline setzen. Dann losen wir aus und dann gibt es Krokodilzähnchen. Das war's für heute. Checkt meine Krokodilzähne, checkt meine Balls und bleibt uns treu. So, und hier zeige ich euch die Vorstufe von Reptil TV. Bevor wir hier den Charlie filmen können. Der hockt übrigens da unten, guck, seht ihr. Der ist absolut not amused, was wir hier machen. Vielleicht hört er ein bisschen fauchen hier, den Kollegen. Also bevor wir hier filmen, müssen erstmal hier, muss geputzt werden. Das ist nicht der beliebteste Job. Bei der Gelegenheit hier die Lampen wegen ausbessern. Also vor dem Filmen steht der Fleiß. Da hockt er. Mich sieht man sogar im Spiegelbild. Richtig gute Aufnahme hier. Was natürlich auch erstaunlich ist, Leute, jetzt zeige ich euch noch was. Da sind wir hier im Reptiliengeschäft, und was liegt hier? Ein Geldstück im Wasser. Es gibt echt so Klopphölzer, die hier Geld ins Wasser schmeißen. So, und jetzt zeige ich euch unser anderes Hobby. Die Krokodile verlieren ja ihre Zähne. Da mir so viel an meinen Fans liegt. Und deswegen müssen wir hier im Wasser nach diesen Zähnen suchen. Was den Charlie noch weniger amused wie unsere Putzerei hier. Aber muss halt sein.
Also ich habe mich jetzt doch einfach ein wenig lang gemacht hier. Da ich jetzt gerade allein bin, konnte ich euch das nicht filmen. Aber hier guckt euch mal dieses schöne Zähnchen an. Ja. Stattlicher Zahn. Böser Charlie. Ein ganz böser Charlie. Klar Ansage, Chef. Ich weiß noch gar nicht, was ich sage. Du weißt noch gar nicht, was ich sage. Der verschrickt auch ganz, weil der beißt gleich so beherzt zu. Da hoffe ich, dass die Großen das nachher nicht auch machen. Fingerspitze, ne, Fingerspitze tut bestimmt voll weh. Ah! Guck mal, das ist echt ein kleiner Dreckbär. Ah. Spaß beiseite. Nebenher model ich noch ein bisschen. Ist das nicht ein geiler Spruch, oder? Ja? So ganz passt mir das jetzt nicht, dass der da ist, weil der sollte eigentlich schon nach unten gehen. Jetzt geht ein Feuermelder an. Was ist denn das jetzt? Guckt ihr mal bitte, ob er in meine Richtung kommt, während ich hier hochsteige. Upsa.